Mein Name ist Rainer Stummer. Ich habe vor circa 1,5 Jahren Platz für Wien mitgegründet und ich beschäftige mich seit rund 4 Jahren mit der Nutzung und Verteilung von öffentlichem Raum und mache das im Aktivismus, im Beruf und auch in meinem Studium der Politikwissenschaften. Ich habe auf der Ottakringer Straße gewohnt und jahrelang den Verkehrslärm dort gehabt, der einfach unerträglich ist. Und habe dann irgendwie gemerkt, dass eben der Autoverkehr nicht nur quasi bei mir in der Wohnung mich permanent stört, sondern auch in meiner eigenen Mobilität, wenn ich jetzt zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs bin, mich behindert oder gefährdet ständig. Das zweite Problem, das ich dann hatte, war, dass ich erkannt habe, eben, dass ich dagegen irgendwie gern was machen würde, dass es aber allein kaum möglich ist. Platz für Wien ist eine ehrenamtliche Bürgerinneninitiative, die von rund 50 Personen getragen wird, auch unterstützt wird von NGOs wie Radlobby Wien oder Geht doch Wien. Wir finanzieren uns hauptsächlich aus Spenden und haben eben vor rund 1,5 Jahren 18 Forderungen formuliert gemeinsam, die sich an die Stadtregierung richten und die zur Erreichung einer flächengerechten, klimagerechten und kindergerechten Stadt führen sollen. Wir befinden uns hier bei der Urania, wo quasi durchs historische Stadtzentrum eine 3- bis 5-spurige Quasi-Autobahn durchgeht, entlang derer zwischen dieser Straße und dem Donaukanal so ein Gehsteig reingequetscht ist, den sich die Radfahrenden und die Fußgängerinnen teilen müssen. Der ist eben massiv unterdimensioniert, wenn man bedenkt, wie die Klimaziele der Stadt Wien ausschauen. Und gekreuzt wird diese Straße vom Ring bzw. von der Aspernbrückenstraße, die 6- bis 9-spurig für den Autoverkehr verlaufen und entlang derer dieselben Platzverhältnisse herrschen. In der gesamten Gegend sind auch die Ampelschaltungen so gestaltet, dass sie klar den Autoverkehr priorisieren. Alle anderen müssen warten. Das ist auch der Grund, warum im August 2019 die Radlobby Wien hier, bevor es Platz für Wien noch gab, einen Flashmob veranstaltet hat. Und die Teilnehmerinnen waren dann dazu angehalten, sich hier eben streng nach Gesetz aufzustellen und die Straße zu überqueren, was dazu geführt hat, dass innerhalb kürzester Zeit ein sehr langer Fahrradstau entstand, der von der Urania bis am Klimaministerium vorbei zur Angewandten gereicht hat. Der öffentliche Raum an dieser Stelle ist hier klar geprägt von einer Priorisierung des Autoverkehrs. So wie gesagt, die Flächenverhältnisse sind stark ungerecht verschoben. Fußgängerinnen und Radfahrerinnen können hier quasi nur Restflächen benutzen. Zur Einordnung: 67% des Straßenraums in Wien stehen Autos zur Verfügung, 32% Fußgängerinnen und nur 1% entfällt auf sichere, baulich getrennte Radwege. Und das, obwohl nur 27% der Wege in Wien mit dem Auto zurückgelegt werden und nur rund 1/3 der Wienerinnen überhaupt ein Auto besitzen. Die Straßenraumgestaltung ist hier sehr wichtig. Was notwendig ist, ist eine Abkehr von diesem Gestaltungsprinzip aus Gehsteig, Parkspur und Fahrbahn beidseitig. Das muss gar nicht immer ein großes Projekt sein, wie jetzt zum Beispiel die Maria-Hilfer-Straße. Es gibt auch sehr kleine, schnell herstellbare und günstige Methoden, die wir aus dem Tactical Urbanism kennen, wie zum Beispiel Poller, die als modale Filter eingesetzt werden können, oder große Pflanzen, Baumtöpfe und Tröge oder auch Sitzgelegenheiten.